Prag, die goldene Stadt. Als der Komponist Bedřich Smetana diese Melodie von der Moldau komponierte, widmete er dieses Werk seiner Hauptstadt, die von der Moldau zweigeteilt wird. Heute ist Prag mit 1,3 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Tschechischen Republik. Wir begeben uns zunächst zur Karlsbrücke. Sie ist eine im 14. Jahrhundert errichtete, historisch bedeutsame Brücke, die die Moldau überspannt und die somit die Prager Altstadt mit der Kleinseite verbindet. Sie ist die älteste erhaltene Brücke über den Fluss Moldau und eine der ältesten Steinbrücken Europas. Sie gilt als Wahrzeichen der Stadt und gehört zu den nationalen Kulturdenkmälern. Die Prager Kleinseite liegt am westlichen Moldauufer zwischen der Prager Burg und der Altstadt. Zentraler Platz ist hier der Kleinseitener Ring. Die Kleinseite war von 1257 bis 1784 eine rechtlich eigenständige Stadt unterhalb der Burg. Nach 2 verheerenden Bränden wurde sie die Stadt der Reichen und des Adels, wovon prunkvolle Paläste und Kirchen bis heute zeugen. Bier hat in Tschechien eine lange Brautradition und gilt als Nationalgetränk. Die landestypische Pilsener Brauart hat sich global verbreitet. Etwas versteckt hinter hohen Mauern befindet sich einer der schönsten Prager Gärten. Der Waldsteingarten mit seinen geometrisch angelegten Grünanlagen wurde zusammen mit dem Palais-Komplex im Jahr 1630 fertiggestellt. Die zum Garten hin offene Sala Terrana mit einem Deckenfresko stellt eine wahre Perle der frühbarocken Architektur dar. Wir erreichen die Halbinsel Kamper, die gerne als Prager Venedig bezeichnet wird. Am Teufelsbach befindet sich das alte Mühlrad, das vermutlich aus der Zeit um 1400 stammt. Wir wechseln über die Karlsbrücke in die historische Altstadt, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau befindet. Hier befindet sich mit dem Altstädter Ring ein riesiger, etwa 9000 Quadratmeter großer Platz, der den zentralen Treffpunkt bildet. Zahlreiche Restaurants bieten auf ihren großen Terrassen ihre Spezialitäten an und oftmals finden hier auch Märkte oder andere Events statt. Der Charme der Altstadt besteht aus dem Nebeneinander von Bauwerken aus verschiedenen Epochen. Hinter mancher barocken Fassade verbergen sich außerdem noch gotische Mauern, die ihrerseits auf romanischen Fundamenten ruhen. Das historische Zentrum Prags ist seit 1992 von der UNESCO als eine der 14 Welterbestätten Tschechiens anerkannt. Wer mag, kann den Abend am Ufer der Moldau mit einem kühlen Bier ausklingen lassen. Unser zweiter Tag in Prag bricht an.
und wir möchten damit beginnen, euch unser schönes und zentral gelegenes Hotel vorzustellen, das wir euch für einen Prag-Aufenthalt wärmstens empfehlen können. Leider kann das Hotel während unseres Aufenthaltes wegen Corona kein Frühstück anbieten. Und so wird das nahegelegene Café Costa unsere tägliche erste Anlaufstelle. Wir begeben uns auf den Burgberg, von dem wir einen wunderbaren Weitblick über Prag haben. Seit über 1000 Jahren ist die Prager Burg das politische und kulturelle Zentrum nicht nur der Stadt, sondern auch der Nation. Es heißt, sie sei mit ihren 3 Schlosshöfen das größte geschlossene Burgareal der Welt. Der monumentale Veitsdom thront majestätisch inmitten der Prager Burg. Der Sakralbau ist nicht nur die Kathedrale des Erzbistums Prag, sondern auch die größte Kirche Tschechiens. Der Dom wurde im Stil der Gotik erbaut und setzt sich aus mehreren Segmenten zusammen, die in der beinahe 1000-jährigen Baugeschichte Stück für Stück in verschiedenen Bauabschnitten zusammenwuchsen. Der heute aus 2 Teilen und 3 Schiffen bestehende Bau verfügt über ein 124 Meter langes Hauptschiff sowie ein 60 Meter breites Querschiff. Die so ziemlich berühmteste Straße Prags befindet sich ebenfalls auf der Prager Burg, das Goldene Gässchen. Hier sind die Häuser so klein, dass man glaubt, in der kleinsten Straße der Welt zu stehen. Die kleinen Häuser wurden im 16. Jahrhundert für die Wachen des Königs erbaut. Da er 24 Wachleute hatte und der Platz knapp war, wurden die Häuser sehr klein. Die St. Georgs-Basilika stammt aus der Zeit um 915 und gilt als eines der bedeutendsten romanischen Gebäude von Prag. Die ursprünglich romanische Gestaltung eröffnet sich den Besuchern erst im originalgetreu rekonstruierten Kircheninneren. Der 60 Meter lange Wladislaw-Saal ist Herzstück und architektonischer Höhepunkt des alten Königspalastes. Der Palast war bis ins 16. Jahrhundert der Herrschersitz der böhmischen Könige. Eigentlich ist die Prager Burg eher ein zusammenhängender Komplex vieler Gebäude. Trotz allem, beständig blieb in all der Zeit der Umbauten und Ergänzungen die Funktion der Burg. Auch heute ist sie immer noch die Residenz des tschechischen Präsidenten. Einen wunderbaren Blick auf die Burg hat man von dem königlichen Garten aus, der ebenfalls einen Besuch wert ist. Das jüdische Viertel von Prag entstand im 13. Jahrhundert.
Die Judenstadt wurde als separates Ghetto für Juden entwickelt, nur dort durften sie wohnen, arbeiten und ihre Toten begraben. Nachdem ihnen 1848 die Bürgerrechte verliehen wurden, durften sich die Juden auch in anderen Stadtteilen von Prag niederlassen. In dem ehemaligen Ghetto, das im Norden der Prager Altstadt liegt, können Besucher bedeutende Zeugnisse des jüdischen Lebens in der Stadt Prag besichtigen. Heute ist das jüdische Viertel eine der teuersten und exklusivsten Wohngegenden von Prag. Wir passieren den Pulverturm, der noch heute ein Tor zur Prager Altstadt ist und ziemlich isoliert neben dem Gemeindehaus der Stadt steht. Der Jugendstilbau ist heute ein Ort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte und ebenfalls Sitz des Prager Symphonieorchesters. In unmittelbarer Nähe erreicht man die Prager Neustadt. Sie ist ein beliebtes Geschäftsviertel mit zahlreichen Hotels, Cafés und Filialen beliebter Handelsketten. Im Zentrum liegt der Wenzelplatz, der eher wie ein Boulevard wirkt. Das liegt wohl daran, dass er über 700 Meter lang ist und damit zu den größten Plätzen Europas zählt. Am oberen Ende des Platzes findet man die bekannte Statue des heiligen Wenzel von Böhmen vor dem Nationalmuseum. Wir haben Hunger und so kommt uns das Hardrock Café Prag sehr gelegen. Nach dem Essen schlendern wir noch einmal durch die kleinen und engen Gassen in Richtung Kampa. Hier treffen wir vor dem Kampa-Museum auf die krabbelnden Babys, die vom Künstler David Czerny geschaffen wurden. Sehr interessant sind auch die 34 leuchtend gelben Pinguine, die sich ganz in der Nähe befinden. Wir folgen der Moldau bis zur Brücke der Legion. Hier befindet sich auch das Nationaltheater. Mit seiner reichen künstlerischen Tradition gehört das Nationaltheater zweifelsohne zu den wichtigsten tschechischen kulturellen Institutionen. Guten Morgen. Schon wieder beginnt ein Tag für uns im Café Costa und wir begeben uns zunächst zum Tanzenden Haus. Das Tanzende Haus ist eines der neuen Wahrzeichen der Stadt. Die Prager nennen das Gebäude übrigens auch gerne Ginger und Fred, weil es mit seiner geschwungenen Linienführung an die großen Tänzer Ginger Rogers und Fred Astaire erinnert. Wir fahren mit der 1891 erbauten Standseilbahn auf den Berg Petrin. Oben auf dem Berg steht ein 60 Meter hoher Aussichtsturm aus Stahl. Ähnlichkeiten mit dem Eiffelturm sind nicht ganz zufällig, sagt man. 1891 wurde der Aussichtsturm erbaut, nur wenige Jahre nach Fertigstellung des Eiffelturms. Oben auf dem Berg Petrin liegt ein großartiger Park mit einer Wiese zum Picknicken und Gärten zum Spazieren. Nach einem kurzen Spaziergang erreicht man das Strachowski-Kloster mit seiner hübschen Kirche.
In der Klosterbrauerei serviert man uns ein frisches Bier. Und frisch gestärkt genießen wir dann im Anschluss noch einmal den schönen Weitblick über Prag. An der Wallfahrtsstätte Loreto vorbei machen wir uns an den Abstieg in die untere Stadt. Der Abend gehört wieder der Altstadt und insbesondere dem Altstädter Ring, auf dem zu jeder Uhrzeit etwas los ist. Besonders schön sind hier auch die verzierten Fassaden der Häuser, die den Platz einrahmen. Die Goldene Stadt gehört mit jährlich knapp 9 Millionen Touristen zu den 25 meistbesuchten Städten der Welt. An der Südmauer des Altstädter Rathauses befindet sich die weltweit bekannte astronomische Uhr aus dem Jahr 1410. Zu jeder vollen Stunde setzt sich hier die bekannte Prozession der 12 Apostel in Bewegung. Wir gehen vorbei am Prager Metronom, welches auf dem alten Sockel des 1962 zerstörten Stalin-Denkmals errichtet wurde. Unser Ziel ist der alte jüdische Friedhof, der zu den bekanntesten Europas zählt. Geschätzte 100.000 Menschen sind hier begraben und über 12.000 Grabsteine stehen eng beieinander und sind heute noch gut erhalten. Aus Platzmangel wurden die Toten auf dem kleinen Friedhof in mehreren Schichten übereinander bestattet. An einigen Stellen sind es bis zu 12 Lagen. Prag ist immer eine Reise wert und eine der schönsten Städte Europas. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.